damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Inside Wunderlich. Ich lehne mich ganz entspannt an den CE04 Scooter. Mit bei mir sind sowohl der Paul wie auch der Nikola. Und die beiden kennt ihr schon aus dem letzten Video, denn da haben wir praktisch alles in der Entwicklung mit verfolgt, wie es erstmal aus dem 3D-Druck kam, wie überhaupt die Ideen entstanden sind und jetzt ist das Produkt fertig. Wir haben es bei uns im Showroom stehen und würden es euch natürlich gerne präsentieren. Noch schöner wäre, wenn ihr einfach mal vorbeikommt und es euch anschaut. Aber den Geschmack, den Vorgeschmack sozusagen, den geben wir euch jetzt mal. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Ich weiß, ihr habt genug zu tun in der Entwicklung und seid da fleißig dran. Wir haben über einige Produkte im letzten Video schon gesprochen, über die eigentliche Entstehung. Jetzt sind sie fertig und ich möchte natürlich bei euch so ein bisschen nachhaken, wie hat die Entwicklung einerseits stattgefunden und auf der anderen Seite, was sind alles für Details noch dabei herausgekommen? Weil ich sage, das eine ergibt ja das andere und dann entwickelt man sich eben im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich weiß, Nikola, du warst eigentlich bei allem mit integriert, was die Entwicklung angeht, aber die Scheibe war das Thema, wo wir damals schon drüber gesprochen haben. Das Produkt ist mit Sicherheit für dich zufriedenstellend, aber erzähl uns mal ein bisschen, warum sind die Dinge jetzt so entstanden, wie sie final an dem Motorrad oder Scooter verbaut sind? Wir haben letztes Mal diese Pappenmuster gebaut, mit die Design und danach nach Entwicklung, nachgedruckt, nachgetestet. Wir sind darüber gegangen mit so Richtung von Wind, wie kann man sagen? Anströmung. Voilà. Und jetzt wir sind so in diese Richtung mit so Kontur und so, passt mit Werkzeug und das war's. Und das war's. Du sagst es so einfach. Ja. Es ist natürlich aus deiner Sicht relativ einfach von der Technik, aber es kamen ja viele Einflüsse auch mit noch dazu, denn ihr habt nicht nur die Scheibe, sondern zum Beispiel auch die Handprotektoren entwickelt. Und ich glaube, so wie ich es verstehe, ist das ja praktisch auch integriert ins Design. Man muss nicht die Handschützer fahren, aber wenn sie dann dran sind, sollte es natürlich mit der Scheibe auch dementsprechend passen. Das heißt, das sind alles Dinge, worauf ihr achten müsst. Wie habt ihr es integriert und wie kam es dann dazu, so Step by Step praktisch? Wir haben quasi jetzt hier ein Gesamtpaket an Windschutz entwickelt oder Wetterschutz, muss man sagen. Die Handprotektoren sind bekannt aus unserem Portfolio, die haben wir adaptiert hier an den CE04. Für die Scheibe musste noch eine zusätzliche Scheibenverstärkung dahin, damit das Ganze auch vibrationsfrei ist. Das heißt, die Halterung, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, die Halterung ist ja ein tragendes Element und natürlich so die Basis von dem Ganzen, dass überhaupt die Scheibe dementsprechend funktioniert und auch ihre Funktionalität behält über eine lange Distanz. Genau, in der Serie wird der CE04 nur mit so einer winzigen Scheibe angeboten, die bietet quasi keinen Wetterschutz und den haben wir hier halt jetzt gewonnen. Ne? Der Windschutz ist einfach da, um den Oberkörper zu entlasten. Ja, man sieht es hier im Kompletten, es ist drumherum alles entstanden, was an Wetterschutz überhaupt möglich ist bei dem Scooter. Gleichzeitig habe ich ein kleines Detail hier dran entdeckt, was die Spiegel betrifft. Denn klar, der Handschützer ist das eine, aber der Spiegel ist auch verschoben worden bzw. etwas nach außen gewandert worden, wahrscheinlich einfach, um ein besseres Sichtfeld zu haben und das Design komplett zu machen. Ganz genau. Spiegelverbreiterung ist immer gerne genommen von unseren Kunden, weil einfach, wenn du eine Kombi noch zusätzlich mit anhast, dann bist du ein bisschen breiter und siehst kaum noch was hinten raus. Also auch hier ein kleines Detail, was dir viel Feedback bringt. Bleiben wir vorne an dem CE04 Scooter und schauen mal Richtung Handyhalterung. Ganz genau. Extrem wichtiges Detail für mich in der heutigen Zeit. Du hast dein Handy immer dabei, du kannst es super als Navigationsmittel nehmen, beziehungsweise auch Informationen eben darüber austauschen. Und ihr habt euch auch darüber Gedanken gemacht, wie es zu integrieren ist. Und ich muss sagen, das ist wunderbar vom Design her, weil es nicht auffällt und so aussieht, als wenn es von Hause aus schon da ist. Genau. Und auch diese mittige Position vom Handy, du hast das hier genau zentral. Da gehört das Handy hin. Und
kannst verschiedene Handyhalterungen adaptieren. Wir haben jetzt hier exemplarisch eine montiert, aber da kann auch jede andere dran gebaut werden. Dashboard ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, was wir auch bei allen anderen Modellen und Motorrädern bei der Firma Wunderlich GmbH schon kennen, dass wir eben diese Sonnenblende haben und diesen Sonnenschutz haben, einfach um das Dash besser abzulesen. Keine Neuentwicklung, also keine neue Idee, aber man muss sie natürlich anpassen und schon ist wieder viel Arbeit dahinter. Ganz genau. Gerade hier beim TFT hast du bei schwierigen Sonnenverhältnissen hast du immer das Problem mit der Ablesbarkeit. Haben wir hiermit nicht mehr. Dann kommen wir zu dem, was eigentlich der Scooter schon von Hause aus bietet, nämlich er ist alltagstauglich, auch bei schlechtem Wetter, dank Scheibe, dank Handschützer und so weiter. Jetzt sehen wir aber, dass relativ viel von dem Roller verdeckt wird und ich mache es jetzt einfach mal so flachsig, nicht weil mir kalt ist, aber weil ich es gerne mal zeigen will. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich wirklich komplett covert und eine unfassbare Wärme darunter entsteht in kürzester Zeit. Diese Wärme kommt aber nicht nur von dem eigentlichen Wind- und Regenschutz, der übrigens extrem hochwertig ausgefallen ist, also auch vom Gewicht her, dass es eine richtige Matte hat, man fast so den Eindruck. Ich kriege natürlich auch Wärme von unten. Genau, jetzt überleg dir mal, du fährst mit dem Scooter im Anzug auf die Arbeit, du bist unten komplett in deiner Sakkohose geschützt und brauchst dir nur noch eine Regenjacke anzuziehen. Es macht das Anreisen leicht, muss man sagen. Zum Reisen gehört natürlich auch dazu, dass wir bei dem Roller gerne entweder einen Sozius mitnehmen oder einen Topcase oder am liebsten beides. Und warum ich das so klar ausdrücke und so klar sage, original ist es so, dass du zwar einen Topcase mitnehmen kannst, aber du dann praktisch einen Fahrplatz verlierst, nämlich den vom Sozius. Und das ist aus meiner Sicht nicht besonders intelligent, weil man natürlich das Problem hat, du möchtest nicht deine Freundin oder deinen Mann zu Hause lassen oder deine Frau, sondern ihr wollt zusammen unterwegs sein. Und dafür gibt es jetzt zum Glück dann auch eine Lösung, die kompatibel ist mit einem Original BMW-Produkt. Ganz genau. Dieses Topcase ist das Original Topcase, was zum CE04 gehört. Das wird allerdings eigentlich hier vorne hingebaut, sodass du deinen Soziusplatz verlierst. Ne? Wir haben uns das Ganze angesehen, haben dafür eine Halterung konstruiert, damit das Ganze in die entsprechende Richtung wandert. Du deinen Sozius immer noch mitnehmen kannst, kannst genauso deine 5 Kilo reinladen, Laptop, sonst was an Gepäck, Helm. Die Definition von dem Platz oder von dem Platzangebot, der auf dem CE04 Scooter auch herrscht, ist enorm groß und ich bin wirklich, wo ich das erste Mal gesehen habe, war wirklich so, ja, logisch, absolut logisch, weil es ist nicht zu lang, es geht nicht über die Silhouette des eigentlichen Scooters hinweg, sondern es passt alles rein und für mich wieder so ein Entwicklungsschritt, der einfach nur einen grünen Haken verdient, weil absolut logisch. Das war die logische Schlussfolgerung, das zu entwickeln, definitiv. Designtechnisch ist ein bisschen anderer Style mit eingeflossen, denn so eine Tasche, muss ich sagen, habe ich bisher noch nicht gesehen. Bei der Firma Wunderlich ist nicht wegen der Hochwertigkeit, sondern wegen dem Design, ist aber extrem schön mit integriert in diesen Roller, weil normalerweise ist ja auf der Seite relativ, ich sag mal, kahl aussieht und der Platz wurde wieder schön mit integriert. Was habt ihr euch dabei gedacht? Genau. Der Scooter gehört natürlich in die Stadt und deswegen haben wir hier ein anderes Design gewählt, was dementsprechend angepasst ist. Kleine Tasche für die Kleinigkeiten, die du mitnehmen kannst. Kannst das Ganze dann mit ins Büro nehmen und hast es schnell verstaut und abgemacht. Super Halterungssystem, wie ich gerade sehe. Extrem schnell, dass das Ganze angeklipst werden kann und genau, was du gerade sagst, das ist so ein Täschchen. Ich meine, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist oder mit dem Scooter unterwegs ist, seinen Helm untergebracht hat und dann das Täschchen mitnimmt mit allen seinen Utensilien, genial. Auch wieder mit der Steckverbindung finde ich mega gut durchdacht und vom Stoff her, sage ich auch vom Gewicht her, praktisch null von Haus aus. Ist genau das, was du eigentlich benötigst bei einem Scooter, wenn du in der Stadt unterwegs bist. Wenn du mir mal ein bisschen was davon erzählen möchtest, wie der Roller
in der Entwicklung angekommen ist, dann ist es schon ein sehr, sehr interessantes Projekt gewesen, oder? Bis hierhin. Richtig, wir haben ihn wirklich lieb gewonnen über die Zeit. Ja, es war natürlich, man muss sich das ja auch so vorstellen, man muss sich erstmal öffnen für so etwas Neues, weil das gab es bisher nicht und natürlich auch mit der Elektromobilität nimmt es Einzug in unser Haus. Aber man hat sich extrem viele Gedanken darum gemacht, wie kann man, wie es immer bei uns ist, das Know-how praktisch einfließen lassen in eine neue Modellpalette, kann man so sagen. Denn wir wissen auch, der eigentliche Kunde ist sehr interessiert an diesem Fahrzeug. Also Messen etc., das kam sehr, sehr gut an. Wie ist so noch ein bisschen dein Feedback, wenn du das jetzt mitbekommen hast? Also wir haben grundsätzlich durch die Bank ein sehr positives Feedback von diesem Fahrzeugkonzept überhaupt erfahren auf den Messen. Viele Kunden lieben das Ding und dementsprechend haben wir uns auch viele Produkte hier angesehen. Es ist immer wieder interessant, wenn man mit Nicola und Paul darüber spricht, wie eigentlich die Dinge sich entwickeln und wie in der Entwicklung gearbeitet wird, bis dann wirklich so ein fertiges Produkt hier steht. Mit zum Beispiel eben einem Windschutz, der abgestimmt ist, genauso wie mit den Handprotektoren, mit eben auch den Spiegelverbreiterungen und allen anderen Elementen, die man für so ein Gesamtbild dann entwickelt. Jetzt muss ich allerdings sagen, Nicola und Paul, danke, ich bin mal weg. Wie, ich bin mal weg? Ja, ich möchte natürlich dieses Fahrzeug auch mal fahren und fühlen, wie sich das Ganze miteinander entwickelt. Und ich würde einfach sagen, ich nehme euch jetzt mit auf die Reise und sage erstmal danke für die Aufmerksamkeit. Lasst uns ein bisschen miteinander fahren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Inside Wunderlich. Bis dann.